Loslassen von all den Dingen, die du nicht brauchst, nicht nur physisch. Es gibt viele Dinge, die du brauchst, weil sie Freude bringen, richtig. Aber ich meine, wir brauchen nicht all das Drama, den Stress und die Anspannung. Es gibt so viel, das wir einfach loslassen können. Ich möchte Jessie Hermann in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Jessie? Mir geht's super. Wie geht's dir, Alex? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Ich freue mich darauf, mit dir und Vagrin, dem Wesen, das du channelst, zu sprechen. Ich bin schon seit einiger Zeit von Channelings fasziniert, nicht nur in der Sendung, sondern auch von den tiefgründigen Botschaften, die durch all diese Channels kommen, die aus irgendeinem Grund immer häufiger auftauchen als früher. Oder zumindest sind sie jetzt öffentlicher als früher, wegen der Informationen, die herauskommen. Und ich denke, es liegt an der Art von großem Erwachen, das wir alle gerade auf dem Planeten durchmachen. Aber wir werden auf all das noch eingehen. Aber zuerst die Frage, wie war dein Leben vor diesem Wahnsinn des Channelns und bevor du ein spirituelles Erwachen hattest? Wie war dein Leben davor? Du bist sicher nicht so geboren. Nun, ich weiß nicht, das ist umstritten, denn als Kind hatte ich viele seltsame Dinge, die mit mir passierten. Dann kam ich in ein Alter, in dem es nicht mehr angebracht war, imaginäre Freunde zu haben oder ungewöhnliche Dinge zu erleben, Schulalter wahrscheinlich etwa. Mir wurde gesagt, dass das nicht wirklich normal oder okay sei. Und mir wurde beigebracht, dass das nicht akzeptabel sei und es nur meine Fantasie war. Also habe ich das lange geglaubt. Während meiner Teenagerjahre und jungen Erwachsenenzeit habe ich versucht, es einfach zu halten, normal zu bleiben, Mainstream zu sein und mit dem Strom zu schwimmen. Halte das Biest in dir, wenn gewollt. Ja, es war nicht so schwer, weil es oft eine Frage der Zustimmung ist. Wenn es um spirituelle Gaben geht, ich denke, dass wir alle an etwas angebunden oder verbunden sind und dass, weil wir nicht glauben, dass wir es sein können, wir das nicht öfter zulassen. Also bei mir war es der Versuch, normal zu sein. Und dann gab es ein paar Umstände in meinem Leben, die von mir verlangten, einen spirituellen Weg einzuschlagen oder bestimmte Dinge zu untersuchen. Also begann ich zu meditieren. Und einige Jahre später hatte ich es schließlich satt, so etwas wie ein Klopfen an meinem Bewusstsein zu spüren, das sagte, hey, versuche zu kanalisieren. Und ich sagte, nein, das bin nicht ich. Ich will diese Identität nicht. Ich will nicht der Seltsame sein. Ich bete, ich will damit wirklich nichts zu tun haben. Und ich war einfach so genervt von der Aufforderung, die, wie gesagt, immer um Zustimmung ging. Aber hey, du hast diese Fähigkeit, warum probierst du es nicht? Und das war immer irgendwie eine Sache, die im Gange war. Also musste ich schließlich nachgeben und sehen, was passieren würde. Also, als du nachgegeben hast, nehme ich an, dass wie war es beim ersten Mal? Einige Jahre zuvor waren sie zuerst schriftlich durchgekommen. Also hatte ich eine Art von Schreiben gemacht und den Fehler begangen, das ein paar Leuten zu zeigen. Im Schreiben war sehr klar, was ungefähr passierte. Nicht, dass sie sagten, hey, du kanalisiert oder wir sind etwas von X, Y oder Z, aber es war klar, dass es nicht mein direktes Bewusstsein war, das diese Informationen geschrieben hatte. Und wieder war ich entmutigt. Oh, das ist zu seltsam. Oh, das bist nur du. Du bist einfach dein ungewöhnliches Selbst. Du bist sehr kreativ. Und so habe ich es für ein paar Jahre weggelegt. Und als ich schließlich verbal channelte. Es war ein Schock für mich, da ich fest davon überzeugt war, dass es nicht klappen würde. Als Volltrance-Medium versetze ich mich in einen tiefen, meditativen oder tranceähnlichen Zustand, in dem ich mich nicht erinnern kann, was gesagt wird. Sehr Edgar Casey ähnlich, wenn man so will. Ja. Ich kenne nicht viele andere Kanäle, aber du bist nicht da. Es muss aufgenommen werden von, Wo bist du also? bin mir unsicher. Du wirst ohnmächtig und erwachst wieder. Es ist kein Blackout. Das tiefste Wesen, das wir haben, ist ein Wissen. Es ist nicht mit deinen Sinnen verbunden. Also meine Sinne und mein Gedächtnis ruhen und dein Wesen existiert. Richtig. Die Dinge, an die ich mich aus dem Channeling-Zustand erinnern kann, sind vielleicht
Nicht genau das, was gesagt wurde, sondern eher Eindrücke, fast wie psychische Eindrücke. Manchmal sehe ich also Dinge während des Channelings. Ich bin mir bewusst, dass Channeling passiert. Ich kann meine Sinnesorgane nicht nutzen, um darauf zuzugreifen oder es später in meinem Gedächtnis zu speichern. Es ergibt total Sinn. Ich stimme voll zu. Richtig, okay, perfekt. Also, wenn du dich entscheidest, aus dem Schrank zu kommen, als Channeler und auch aus dem spirituellen Schrank. Ich denke, nicht jeder um dich herum wird das akzeptieren. Freunde, Familie, Kollegen. Wie bist du damit umgegangen? Die psychologischen Auswirkungen. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich Angst, diese Show zu machen. In kleinerem Maßstab musste ich damit klarkommen und was auch immer passierte, passierte. Also würde ich mir vorstellen, dass es einige negative Reaktionen gab, weil es den Raum definitiv leert. Lassen Sie es uns einfach sagen. Man geht einfach rein und sagt, hey, ich bin ein Channeler. Leute, muss ich channeln? Ich nehme an, es räumt den Raum, hängt vom Raum ab, in dem du bist. Weißt du, was ich herausgefunden habe? Sobald du diesen Block in dir löst, tritt das, wovor du Angst hast, eigentlich nicht ein. Also war ich in vielen Situationen sozusagen in einer lockeren Art mal sehen, was passiert, wenn ich den Leuten erzähle, was ich mache. Du bist in einem Raum voller Buchhalter auf einer Firmenveranstaltung und die Leute fragen, oh, was machst du so? Ich antworte, ich bin ein Channel. Es gibt hier in Italien auch eine Sprachbarriere, weil ich auf Italienisch kommunizieren muss. Also hat es diesen zusätzlichen Aspekt, dass ich einen Akzent habe. Ich komme aus einem anderen Land. Habe ich dich verstanden? Genau. Also gibt es sozusagen auch diesen Puffer. Ich glaube, ich komme mit vielem durch, weil es nicht meine Muttersprache ist. Aber ich sage, ich bin ein Kanal. Und sie sagen, oh, das ist interessant. Was ist das? Und ich sage, nun, hast du schon mal von einem Medium gehört? Jemandem, der vielleicht mit Verstorbenen spricht? Und sie sagen vielleicht, da geht ihnen ein Licht auf. Und ich frage dann, kennst du das schon? Glaubst du an andere Energien? Ich versuche, dieses Thema anzusprechen. Schließlich frage ich, hast du schon von einer Hexe gehört? Kannst du das verstehen? Ich bin wie eine Hexe, aber anders. Bitte verbrennt mich nicht. Ja, aber weißt du was? Wir leben jetzt in einer Zeit, in der es nicht mehr so oft vorkommt, dass man auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, oder? Alles, wovor ich Angst hatte, ist nie passiert, sodass ich irgendwie ein bisschen enttäuscht war. Ich dachte, ich mache diesen großen Sprung. Ich muss all diesen Mut aufbringen. Ich werde diese Sache tun, vor der ich mein ganzes Leben lang Angst hatte. Und dann war es so, ja, okay. Weißt du, was lustig ist? In dem Moment, als ich beschloss, dasselbe mit dieser Show zu machen, kommen jetzt Leute zu mir und sagen, oh, ich liebe deine Show. Kannst du mir mehr über den Kanal erzählen? Oder kannst du mir ein bisschen mehr über Medien oder Quantenphysik in Verbindung mit Spiritualität erzählen? Es ist faszinierend, dass sich die Leute dafür öffnen. Und ich höre immer wieder, ich weiß nicht, ob dir das auch passiert, wenn du einfach mit Leuten auf der Straße oder in deinem Leben sprichst, dass sie sagen, ich kann mit niemand anderem darüber reden. Niemand sonst versteht das. Ich war so neugierig, aber ich kann niemanden in meiner Familie oder meinen Freunden, mit dem ich diese langen, tiefen, entweder spirituellen Gespräche über das Leben nach dem Tod, Gespräche über die Simulationstheorie, Gespräche darüber, wie die großen Pyramiden gebaut wurden, was auch immer, führen kann. Diese tiefen Gespräche über Themen, bei denen sie einfach sagen, ich kann niemanden finden. Geht es dir genauso? Ja. Viele Menschen sind heimlich neugierig und könnten sich über andere Kanäle melden. Mir fällt auf, dass bestimmte Leute in sozialen Medien jetzt viel aufmerksamer sind. Sie werden nie zugeben, dass sie mehr wissen wollen. Aber definitiv gibt es diese Aufmerksamkeit von unerwarteten Menschen, von denen man nie gedacht hätte, dass sie Interesse haben. Absolut. Ich sehe das ständig. Menschen werden weltweit verfolgt. Die Show wächst jetzt so schnell, dass es wirklich interessant ist zu beobachten, wie sich alles entwickelt. Wie du aus unserem Gespräch sehen kannst, bin ich sehr sachlich und ziemlich praktisch eingestellt. Meine Herangehensweise spiegelt sich in meiner Art wider. Ich denke, das ist verrückt. Lass es uns rausbringen. Das ist nicht normal. Aber wenn man darüber hinweg ist, fragt man sich, was kommt durch? Welche Informationen kommen durch? Sind sie tiefgründig? Hilft es dir? Wenn nicht, betrachte es als Kuriosität oder verwerfe es und mach weiter. Aber wenn doch, untersuche es, denn das bedeutet, dass du bereit bist, diese Botschaft zu hören. Ist das deine Sichtweise? Ja, absolut. Ich meine, ich bin der Erste, der sagt, schau, ich weiß nicht einmal, ob Channeling überhaupt echt ist.
Ich weiß nicht einmal, ob vielleicht ein Teil meines Gehirns anders verdrahtet ist, der Zugang zu dem hat, was du denkst, sagen wir mal. Und deshalb resoniert es. Oder vielleicht bin ich verrückt, aber der Punkt ist, es spielt keine Rolle. Ich bin nicht so darauf fixiert, oh, was ist das und woher kommt es und was bedeutet es? So sehr wie, hey, viele profitieren von dieser Sache. Und es kommt aus einem Ort, weil ich es fühlen kann, aus reiner positiver Energie. An diesem Punkt kann ich es nicht teilen. Das ist im Grunde Vagrans Botschaft. Wenn du positive Energie hast, und das haben wir alle, musst du sie teilen. Du musst. Genau. Mein Lieblingssatz ist, wenn Leute sagen, oh, die machen das nur wegen des Geldes. Ich denke, ja, sich als Channel zu outen, ist der Weg, um schnell Geld zu machen. Es gibt kein, oh, aber du schreibst ein Buch. Frag jeden Autor, außer J.K. Rowling und Stephen King. Oder James Patterson, ob Geld im Buch steckt. Es gibt Geld in anderen Bereichen, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es keins in anderen Bereichen. Aber es ist einfacher, anderswo Geld zu verdienen. Sagen wir es einfach so. Ich hatte Kanäle, die Abschlüsse von Yale hatten und im Militär gearbeitet haben und Wissenschaftler waren und Biologen. Es gibt Leute, die sehr lukrative Karrieren aufgegeben haben, Anwälte nur um dies zu tun und von vielleicht ihren Kollegen oder ihren Freunden oder ihrer Familie ausgestoßen zu werden. Das ist also kein einfacher Weg. Also alle, die zuhören, wenn ich einen oder zwei Zweifler habe, die wahrscheinlich gerade zuhören, denkt darüber nach. Absolut. Es gibt einfachere Spiele zu spielen. Um Geld zu verdienen, muss man nicht in eine völlig andere Identität schlüpfen und sich verstecken, als man gebeten wurde, dies zu tun. Ich möchte nicht als jemand identifiziert werden, der ich nicht bin. Dafür applaudierte ich dir, weil ich nicht weiß, was ich tun würde. Ich denke, du weißt, was du tun würdest, denn die Wahrheit ist, es gibt Menschen, die so kanalisieren, wie ich es tue. Richtig? Aber jeder von uns, wenn wir in diese Art von Seelenruf eintauchen, wie du diesen Podcast machst, kanalisiert auch. Also weißt du, was du tun würdest, wenn dein Ruf in einem anderen Format präsentiert würde? Du würdest den Stab übernehmen und loslaufen, denn das ist auch die Person, die du gewählt hast zu sein. Okay, das akzeptiere ich. Ich nehme das an. Ich hatte neulich eine Frage von einem Zuschauer über Kanäle und war interessiert. Gibt es eine spezielle Diät, die man als Kanal einhalten muss? Ich dachte nicht. Muss man zum Beispiel vegan sein? Musst du nur Fleisch essen? Musst du Paleo sein? Hat nichts mit Channeling zu tun. Ja, ich meine, die Wahrheit ist, dass man nicht einmal ein guter Mensch sein muss. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Anforderung gibt, außer die Fähigkeit und die Bereitschaft, sowie die Offenheit. Viele haben mich gefragt, wie es ist, Zugang zu Vagri zu haben. Sie sagen, das ist unglaublich. Du hast Zugang zu unendlicher Intelligenz. Dein Leben muss fantastisch sein, da du immer alle Antworten hast. Ich sage dann, es funktioniert nicht ganz so, da ich ziemlich stur bin und nicht zuerst zu ihnen gehe. Also, ich erhalte den Vorteil nicht direkt. Vielleicht teilen sie es nicht, da es eine Beziehung ist. Es gibt Grenzen, wo sie nicht sagen werden, was am nächsten Dienstag passiert. Sie könnten mir sagen oder mir helfen, mich daran zu erinnern, wie ich mit dem umgehen soll, was am Dienstag letztendlich passiert. Richtig? Aber sie werden nicht warnen, dass etwas passieren wird, da es nicht ihre Aufgabe ist, in den freien Willen einzugreifen. Genau. Und wenn es deiner Seelenreise nicht zugutekommt, würden sie nichts sagen. Was nächsten Dienstag passiert, ist entscheidend für dein Seelenwachstum. Sie würden nicht warnen, richtig? Weil du willst, dass es auf deiner Seelenreise geschieht, um zu wachsen. Lass mich fragen, hast du etwas dagegen, wenn wir Vagrant channeln? Ja, das wäre großartig. Ja, das wäre fantastisch. Ich habe viele Fragen. Strengt es dich an? Kostet es Energie? Nein, es gibt mir viel Energie. Andere werden erschöpft oder müde, aber ich gehöre zu denen, die daraus hervorgehen. Ich strahle einfach. Ich bin einfach so voller Energie danach. Es dauert ein paar Minuten, um in Trance zu kommen,
aber dann können wir loslegen. Also werden Sie einfach sagen, hey, wenn ich in Trance bin, okay? Und dann lasse ich Sie wissen, ich sage, okay, wir sind jetzt fertig, aber ich habe noch viele Fragen. Ich schätze es sehr, dass Sie es gemacht haben. Vielen Dank. Okay, wunderbar. Gut, jetzt zu Ihnen. Hallo, vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich schätze es sehr. Danke. Meine erste Frage ist also, kann jemand kanalisieren? Ja, ihr alle könnt kanalisieren. Ihr tut es ständig, euer Wesen oder euch selbst, in jedem wachen Moment. Da, es ist keine Frage, euer Sein lokal zu begrenzen. Doch euer Sein ist nicht lokal, da ihr ein Teil von allem seid, was existiert. Und ihr übertragt euch selbst die Konsistenz eures Wesens. Ist Intuition und Kreativität eine Form des Channelings? Es ist alles eine Form deines eigenen Wesens, ob individuell oder kollektiv. Was ist Bewusstsein? Bewusstsein ist alles, was sich selbst erkennt. Die Fähigkeit, bewusst zu sein, bedeutet zu wissen, dass du existierst. Ein Element von allem, was ist. Es gibt kein Unbewusstsein, da alles bewusst ist. Du erwachst nur zur Tatsache, dass du bereits erwacht bist. Es ist eine Art Spirale, eine mentale Schleife, die du verstehen musst. Aber ihr versteht immer häufiger, dass die Tatsache, dass ihr euch eurer Bewusstheit bewusst seid, das Bewusstsein selbst ist. Mit diesem Zugang habt ihr die Fähigkeit aus einem Raum der Individuation, mit diesem Sein zu spielen, das dann in eurer physischen Realität zu Materie wird. Wie beruhigen wir das negative Selbstgespräch in unseren Köpfen? Der erste Schritt ist zu begreifen, dass du nicht das mechanische Wesen bist, das einem Tonbandgerät ähnelt. Du nimmst auf, was du seit deiner Geburt erlebst und kannst es wieder abspielen. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, Informationen wiederzugeben, die du entweder direkt aufgenommen oder interpretiert hast. Negatives Gerede definiert nicht dein wahres Wesen. Um negatives Gerede zu beseitigen, musst du jedes Mal, wenn du Negativität spürst oder sie dich negativ beeinflusst, bewusst reagieren. Dein Maßstab für Positives oder Negatives ist dein Gefühlszustand. Zu erkennen, dass es nicht deins ist, daran festzuhalten, dass es nicht wahr ist und dass es nicht so ist. Dein negativer Gedanke dient dir nicht. Daher, sobald du deinen logischen Verstand benutzt, den ihr alle habt, um zu verstehen, dass das, was dir nicht dient, nicht fortgesetzt werden muss, keinen Zweck hat, wirst du es loslassen. Es gibt ein Verständnis, dass das Negative, die Selbstgespräche, die du führst, zum Beispiel, ich kann es nicht, dir in gewisser Weise helfen. Denn in diesem speziellen Beispiel für dies Konzept, du könntest denken, dass dir zu sagen, dass du es nicht kannst, dich davon abhält, die Erfahrung des Versuchs und Scheiterns zu machen. Es stimmt nicht, dass du vor irgendetwas geschützt wirst. Wie lassen wir das Trauma in unserem Leben los? Trauma ist der Zustand des Festhaltens. Daher musst du nicht loslassen. Du musst erst gar nicht festhalten. Und wieder einmal, es ist eine Frage, ob es nützt oder nicht nützt. Du hältst an Trauma fest, weil du glaubst, dass du, indem du daran festhältst, es in der Zukunft vermeiden kannst. Du kannst Schmerz vermeiden, indem du an der Erinnerung an die Fehler oder Ereignisse oder Situationen festhältst, die dir widerfahren sind. Dein Körper hat auch einen Mechanismus, um daran festzuhalten, aber es beginnt im Geist und mit der Angst vor der Wiederholung vergangener Begegnungen, vergangener Situationen. Der schnellste Weg, etwas loszulassen, ist, es nicht mehr festzuhalten, zu entspannen, sich hinzugeben. Bei Trauma könnte der erste Schritt sein, wenn du dich entscheidest, dir zu erlauben, zu akzeptieren, dass diese Idee, diese Erfahrung, diese vergangene Situation einfach ein Teil von dir ist.
Dies ist eine Hingabe an sich, weil es dein Widerstand gegen das Trauma ist, der dich dazu bringt, es noch fester zu halten. Also Schritt 1 wäre zu sagen, es ist okay, dass ich negative Erfahrungen gemacht habe. Es ist okay, dass ich mich schlecht fühle wegen etwas, das passiert ist. Es ist okay, dass ich mich in diesem Moment nicht ganz fühle. Dann akzeptiere das du. Möchten Sie diese Gefühlszustände ändern? Erinnern Sie sich sanft und mitfühlend daran, dass es nicht notwendig ist, an der Erinnerung festzuhalten. Es ist nicht notwendig, an den damit verbundenen Gedanken festzuhalten. Wenn sie auftauchen, danken Sie ihnen nacheinander für all die Wege, auf denen sie Ihnen in der Vergangenheit gedient haben. Dieser Gedanke, dieses Trauma, diese Erfahrung, jetzt bin ich bereit, zum nächsten Kapitel überzugehen, zum nächsten Gefühlszustand, dort, wo ich bin. Ich brauche dich nicht mehr, um mich zu schützen. Haben wir alle ein Schicksal? Oder haben wir auch einen Zweck, hier zu sein? Du tust es, aber es bist du, der es von Moment zu Moment wählt. Es ist also nicht vorherbestimmt, es ist nicht vorentschieden. Du mit deiner Energie, mit deinem Sein, mit allem, was du bist, einschließlich des Allumfassenden, wählst deinen Weg und hast eine Menge bewusster Fähigkeit, deinen Weg zu wählen. Das Einzige, was du nicht wählen kannst, ist, wie dieser Weg vor dir erscheinen wird. Aber du kannst wählen, wer du sein möchtest und wohin du gehen möchtest. Und dann kannst du die Reise genießen. Erstellen wir vor der Inkarnation einen Seelenplan für unser Leben? Das tust du. Und da es kein Vorher gibt, weil Zeit nicht linear ist, wie du sie wahrnimmst. Du bist im Äquivalent dessen, was du vor diesem Leben nennen würdest, im jetzigen Moment auch dabei, deinen Seelenweg und Plan zu erschaffen. Und das ist das. Problem oder nicht? Aber Situation mit ihrem Verständnis. Die Zeit ist derzeit so, dass es ein Vorher ihrer Existenz gab oder ein Vorher oder Nachher dieses jetzigen Moments gibt. Es ist jedoch auch unveränderlich. Jeder Seelenvertrag, jeder Plan, den sie vor ihrem Leben für sich selbst hatten, ist der Plan, der in diesem jetzigen Moment stattfindet. Sind wir in einer Simulation? In gewisser Weise ja. Denn das Bewusstsein selbst ist nicht das, was du denkst. Es gibt keine Materie wirklich. Natürlich existiert sie auf der menschlichen Ebene und auf vielen anderen Bewusstseinsebenen, wo sich das Bewusstsein verlangsamt, um als Materie wahrgenommen zu werden. Das ist die Simulation, in der du lebst. Aber das Denken selbst ist auch innerhalb der Simulation. Und es ist keine externe Simulation, die von einem anderen Wesen erschaffen wurde, da alles Bewusstsein ist. Du kannst es dir also vorstellen wie ein Videospiel, in dem du selbst als Bewusstsein erschaffst du dich selbst und alle Spieler. Und du hast gewählt, in diesem Jetzt die Version des Spielers zu sein, mit der du dich am meisten identifizierst als jetzt. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht gleichzeitig auch alle anderen Spieler und alle Objekte und alle Gedankenformen bist. Kannst du Reinkarnation erklären? Reinkarnation basiert auf linearer Zeit und gleichzeitigem Sein. Reinkarnation kann als Wissen erklärt werden. Wenn du eine Erinnerung an ein früheres Leben hast, tauchst du in eine andere Version von dir ein, in einem anderen gleichzeitigen Jetzt, mit deinem Bewusstsein. Die Erinnerung an frühere Leben bedeutet nicht, dass sie in der Vergangenheit stattgefunden haben. Sie geschehen im gleichzeitigen Jetzt in verschiedenen Zeitlinienversionen der Realität oder in parallelen Realitätsversionen. Dies erklärt auch die Tatsache, dass Menschen manchmal Erinnerungen an vergangene Leben haben. Und wenn man in den Geschichtsbüchern nachschaut, ist das Wesen, an das sie sich erinnern, nicht genau so, wie sie es sich vorstellen. Zum Beispiel erinnert sich jemand daran, Joe gewesen zu sein. Und Joe war in der Erinnerung ein Krieger.
während Joe in den Aufzeichnungen, die man hat, ein Bauer war. Und jemand sagt, nun, dann kann Reinkarnation nicht existieren. Doch das Wesen, das sich daran erinnert, Joe gewesen zu sein, erinnert sich an eine parallele Version von, die sie gleichzeitig in diesem sind. Tatsächlich sind sie eine Reinkarnation von all den Wesen, die sie kennen. Sie sind alle eins. Können Sie das Konzept der parallelen Universen oder des Multiversums erklären? Kurz und knapp, geht nicht. Aber das ist, weil es so ist. Konzept, das sehr abstrakt, dennoch für Ihr Verständnis. Aber die Kurzfassung wäre, dass alles gleichzeitig existiert, in allen Formen und in seiner Existenz. Alles gleichzeitig, in allen Formen. Sie als Bewusstsein, selbst in ihrer Individualität, haben Zugang zu jeder einzelnen dieser Realitäten. Manchmal wirst du darauf hingewiesen, durch Meditationen oder das sogenannte Quantenspringen oder mentale Aspekte, Techniken, die du auf diesem Planeten praktizierst. Und oft stimmst du dich auf eine parallele Version von dir selbst ein. Dies ist eine begrenzte Art, das Konzept des Multiversums zu nutzen, da du nicht in eine parallele Version von dir selbst eintauchen musst. Du kannst in jede Version von jedem selbst eintauchen, da ihr alle eins seid. Also, wenn du Bewunderung für Fähigkeiten und Genie von, sagen wir, Leonardo da Vinci, können Sie jederzeit in sein Bewusstsein eintauchen. Sei es in dieser Vergangenheit, Gegenwartsrealität, Gleichzeitigkeit oder in irgendeiner anderen Version dieser Individuations, Parallelen, Inkarnationen, Realitäten, Planeten. Und wenn Sie noch weitergehen wollen, wenn Sie eine ausreichend breite Vorstellungskraft haben, können Sie in das Bewusstsein von allem überhaupt eintauchen. Also sagst du mir, dass es in diesem Moment, genau jetzt, eine endlose Anzahl paralleler Versionen von mir selbst die Dinge tun? Ich könnte böse sein. Ich könnte ein Astronaut, Physiker, Basketballspieler oder Channeler sein. In anderen Leben, während wir jetzt sprechen, nur Kopien von mir, wenn gewünscht. Und wir sagen, du könntest ein Fels und eine Ameise sein und ein Planet und ein Staubkorn und ein Sandkorn und ein Wassermolekül und ein Virus. Wenn also alles gleichzeitig passiert, wissen wir dann als Bewusstsein oder Seele, wie das alles enden wird, im Sinne von aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Besorgt. Ja, aber es gibt kein Ende. Wieder bringen wir es auf den Apfel zurück. Es gibt kein Ende, weil du vielleicht in einer früheren Zukunft, gleichzeitigen Inkarnation, ein Apfel oder ein Faser eines Hemdes. Also gibt es kein Ende, weil es keine Zeit gibt. Zeit kann nicht enden, wenn sie nicht existiert. Und wir wissen, dass in deiner speziellen Inkarnation, in deiner Simulation, die sie für sich selbst geschaffen haben, in dieser Bruchteil des Erlebens, den du gewählt hast, den du installiert hast, das Programm oder das Konzept der Zeit, also, dass sie die Erfahrungen machen können, die sie machen, die davon abhängen, dass Zeit als Konzept existiert, aber es ist außerhalb ihrer menschlichen Erfahrung nicht notwendig. Wenn sie bemerken würden, verbringt ihr Kollektiv viel von dem, was sie Zeit nennen, damit sich darauf zu konzentrieren, wann Dinge beginnen, wann sie enden, wann sie passiert sind, wann sie aufgehört haben zu passieren. Ihr Leben ist eine Trajektorie von Anfang bis Ende. So. Das ist ihre Wahrnehmung davon, weil sie sehr mit ihrer Individuation und ihren individuellen Erfahrungen verbunden sind. Sie lieben es, getrennt zu sein. Das ist die menschliche Erfahrung, ist Trennung. Und ihr bewegt euch jetzt in Richtung Einheit, Bewusstsein. Und ihr wisst, wann
das theoretisch enden wird. Gemäß eurer Frage, insofern ihr ja in jede der unzähligen Handlungsstränge eintauchen könnt, die ihr erleben möchtet. Und euer Kollektiv, das, in dem wir jetzt spielen, in diesem Moment, spielt mit der Weltuntergangsgeschichte zum Spaß. Zu jedem Zeitpunkt kann jemand entscheiden, lieber etwas anderes zu tun, zum Beispiel die Utopiegeschichte. Sie können das in Ihre Erfahrung rufen, da es nicht schwieriger ist, eine Sache zu erschaffen als eine andere. Ist der Zweck unserer Inkarnation in physischer Form letztendlich aufzusteigen wie ein aufgestiegener Meister, wie ein Jesus Christus sozusagen. Wir würden sagen, dass dies wieder einmal eine sehr menschliche Art der Wahrnehmung ist. Ihr seid alle aufgestiegen, weil es nirgendwo hinzugehen gibt. In dem Sinne, dass ihr hierher gekommen seid, um diese besondere Erfahrung zu machen. Und dies, wenn es etwas gibt, das wir für dieses besondere Gespräch hinterlassen können, ist, dass wir uns wünschen, dass ihr versteht. Dass ihr derzeit, egal wie ihr eure Umstände oder Situationen wahrnehmt, in diesem jetzigen Moment die großartigste Erfahrung macht, die es geben kann. Dass ihr die Top-Premium des gesamten Bewusstseins in diesem jetzt, dass ihr Individuation habt ihr dieses Wippen am Rande des Verstehens. Und doch habt ihr immer noch Zugang zu genug Individuation, um die menschliche Erfahrung zu machen, die voller sensorischer und Freude und Schmerz und Leid und Wachstum ist, die ihr als zum Beispiel ein Stein nicht hättet. Nun, das bedeutet nicht, dass Bewusstsein als Stein geringer ist. Es gibt keinen Zweck, Mensch zu sein, außer Mensch zu sein. Nein, es gibt keinen Grund aufzusteigen. Aber ihr könnt kollektiv entscheiden. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was will ich, dass es bedeutet? Will ich, dass es bedeutet, dass ich in einem Zustand der Liebe, des Teilens und der Verbindung lebe mit all den anderen Versionen von mir selbst, die hier als Individuation dargestellt werden, einschließlich deiner Tiere, Pflanzen, Planeten und allem, was du in der physischen Realität erlebst. Ihr seid alle verbunden. Dies ist ein Körper. Jeder von euch darf wählen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dafür seid ihr hier, nicht um etwas zu erreichen, sondern um in jedem Jetzt-Moment zu wählen. Was ist das? Kommt die Quantenphysik dem Erklären näher? Oder nähert sie sich der Spiritualität? Erklärt sie viele der Konzepte, die Sie heute hier ansprechen? Ja, das Feld der Quantenphysik hilft vielen von euch zu verstehen, Einheit, auf eine Weise, die euch angenehm ist. In dem Glauben, dass die wissenschaftliche Methode ist in vielerlei Hinsicht heilig und erlaubt es euch, den Erlaubnisschein der Wissenschaft zu haben, der mit dem übereinstimmt, was euch gesagt wurde oder was ihr euch auf spiritueller Ebene seit Jahrtausenden erzählt, hilft, dem kollektiven Bewusstsein zu erwachen. Und das ist eine Schöpfung, die ihr gemeinsam erschafft. Wenn ihr vor 200 Jahren gefragt hättet, ob die Wissenschaft dieselbe war, dann nein, das war sie nicht, weil euer Bewusstsein die Wissenschaft nicht als dieselbe akzeptiert hätte. Dann wird die Wissenschaft erschaffen, während ihr voranschreitet. Alles wird ähnlich erschaffen, während ihr voranschreitet. Ist das der Grund, warum diese Gespräche immer akzeptabler werden als vor 20 Jahren, vor 50 Jahren? Ja, die Hinzufügung ihrer Wahl, um ein wissenschaftliches Element hinzuzufügen, macht diese Gespräche akzeptabler. Aber auch so sind sie akzeptabel, weil sie es so sehr wollen als Kollektiv. Sie erreichen den Sättigungspunkt.
wenn Salz zu Wasser hinzugefügt wird, ab einem bestimmten Punkt. Es beginnt zu kristallisieren, die Frage eines einzigen Korns. Und wenn du diesen Sättigungspunkt erreichst, vielleicht von Schmerz, Leid oder Katalysatoren, braucht es nur noch ein weiteres Salzkorn, bevor die Kristalle entstehen. Du erreichst den Punkt, an dem es kein Zurück mehr in die Unbewusstheit oder kollektive Dunkelheit gibt, weil alle Lichter eingeschaltet werden. Und das ist, was du dir wünschst. Und es geschieht, weil so viele von euch es sich wünschen. Und es geschieht immer schneller. Gab es in der menschlichen Evolution oder Geschichte einen Zeitpunkt, an dem wir mehr wussten als heute? Es scheint, als ob wir in einem Zyklus waren, in dem wir klüger waren, dann in ein dunkles Zeitalter fielen und nun wieder aufsteigen. Es gab Zivilisationen, die Zugang zu mehr hatten, sagen wir, ganzheitliche oder spirituelle Lebensweisen. Allerdings war dies nicht auf einer kollektiven Gesamtheitsebene und diese besonderen Arten von Zivilisationen konnten oft ihre Botschaften nicht an ihre Nachbarn weitergeben und daher oft könnten sie ausgelöscht worden sein. Ihr seid bisher noch nie so nah dran gewesen, eine Einigung, einen Konsens zu erzielen, dass dies die Richtung ist, in die ihr gehen möchtet. Und so stellt sich die Frage, vielleicht aber in kleinen Gruppen. Auch in kleinen Bereichen. Zu einem Zeitpunkt waren wir wahrscheinlich in kleinen Bereichen fortschrittlicher, aber konnten dies nicht global teilen, wie jetzt. Als Kollektiv stimmen wir jetzt zu, dass dies der Weg ist. Früher war das nicht möglich. In der Menschheitsgeschichte gab es Momente, in denen wir fortschrittlicher waren, aber dann zerfiel es oder wurde eliminiert. Diese Informationen konnten wir jedoch nicht teilen. Sind wir jetzt die Schöpfer unserer Realität? Ja, als Schöpfer deiner eigenen Realität weißt du noch nicht, wer du bist. Können Sie das erläutern? Es gibt eine Voraussetzung für diese Aussage, die wahr ist. Um sie wahr werden zu lassen, musst du wissen, wer du bist. Du bist nicht nur deine Individualität, sondern das All, das ist. Das bedeutet nun nicht, dass du als Individuation das All-Eine bist. Das bedeutet, dass du das All-Eine bist. Und daher bist du der Schöpfer deiner Realität als das All, das ist. Also alles, was dir passiert, passiert dir, weil du als das All, das ist, es dir geschehen lässt. Wenn du zu dem gelangst, was du Erleuchtung nennst. Es ist der Moment, in dem du erkennst, dass du das All, das ist, bist. Das ändert nichts daran, dass negative Dinge in deinem Leben passieren. Es bedeutet nicht, dass du nur positive Gedanken hast und nur positive Dinge dir widerfahren. Es bedeutet, dass wenn die Dinge, die auf individueller Ebene als negativ wahrgenommen würden, dir widerfahren, sie nicht mehr negativ sind, weil du als das All oder dich mit dem Sein selbst identifizierst, hast. Fähigkeit in deiner Individuation zu wissen, dass es einen Plan gibt, Zweck oder Schönheit hinter allem, was dir als Individuum widerfährt. Denn du kannst dich nicht durch positives Denken aus dem Ende deines Lebens herausdenken. Du kannst dich nicht durch positives Denken aus dem Verlust von Menschen, die dir lieb sind, herausdenken. Du kannst nicht sicherstellen, dass dein Leben durch irgendeine Art von Versicherungspolice des positiven Denkens und Hochstimmung wird. An einem Ort, wo nichts passiert in deinem Leben. Denn nur wenn du kein Mensch wärst, bliebe alles ruhig. Also ist es der Bewusstseinswandel hin zum Verständnis, dass du der Schöpfer bist, was dich zum Schöpfer macht. Können Sie dem Publikum erklären, was passiert, wenn wir sterben und aus diesem Leben übergehen? Es ist eines der Geheimnisse, die ihr euch selbst gegeben habt, um sie nicht zu wissen. Es gibt das Verlangen, es nicht zu wissen, diese Information aber aus der Perspektive
Wir wollen nicht einmal sagen, auf welchem Niveau wir sind. Nichts passiert, weil du jetzt nicht einmal erlebst, deine Individuation wird losgelassen. Genauso wie du es mit einem Ball tun würdest. Aber das bedeutet nicht, dass der Ball nicht existiert. Es bedeutet nicht, dass die Hand, die ihn gehalten hat, nicht existiert. Es ist einfach ein Loslassen dieser Geschichte. Und auf einer Ebene gehst du dorthin, wo du jetzt bist, dein spirituelles Sein, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist, zu weiterspielen, um das Band zurückzuspulen und zu entscheiden, ob du die Dinge gelernt hast, die du lernen wolltest, ob du dich so entwickelt hast, wie gewollt. Aber das ist wieder nicht aus einem Ort der Individuation. Das ist aus einem Ort des Seins. Und so, als Mensch, ist es sehr schwierig, sich selbst ohne seine Individuation zu betrachten. Denn die Frage, wer bin ich, wird oft mit Elementen der Individuation beantwortet. Nicht einmal das Wesen, das ich bin, aber du bist das Wesen, das du bist. Eine Unterschrift, wenn gewünscht. Was denkst du über das, was heute in der Welt passiert? Das Chaos, die Aufstände, die Umweltprobleme, die wirtschaftlichen Probleme. Wie siehst du die aktuelle Situation und die Zukunft? Wir kehren zum Glas mit Wasser und Salz zurück. Um genug Salz im Wasser zu haben, damit Kristallisation stattfinden kann, müssen Sie die Körner ins Wasser bringen. Ein Katalysator motiviert euch Menschen am meisten zum Handeln. Ihr habt einen starken Wunsch nach Veränderung, sogar globales Unbehagen ist nötig, um diesen Sprung zur Veränderung zu machen. Ihr könnt es ohne den Katalysator tun. Morgen könnt ihr als Planet entscheiden. Ihr bevorzugt es, in Einheit statt in Trennung zu leben. Und ihr könnt alle aufwachen und freundlich zueinander sein. Jedoch wird dies wahrscheinlich nicht geschehen. Stattdessen habt ihr euch entschieden, Realitäten zu schaffen und Situationen zu erleben, die Unbehagen verursachen. Das Unbehagen, ähnlich wie die Reizung in einer Auster, wird die spezifische Umgebung schaffen, damit ihr etwas Wertvolles aufbauen könnt. Also wie ihr seht, treten Katalysatoren auf. Ihr könnt sagen, oh je, die Welt geht unter. Alles läuft schlecht. Oder du könntest sagen, toll. Dies wird genug Unbehagen verursachen, damit Menschen aufwachen. Nur ein kleines bisschen mehr. Und das geschieht auf eurem Planeten. Ihr ruft unangenehme Situationen in eure Erfahrung, damit ihr alle ein kleines bisschen mehr aufwacht. Und zum Schluss abschließende Worte für unser Publikum. Seid diejenigen, die keinen Katalysator brauchen. Wählt euren Nachbarn so zu sehen, wie ihr euch selbst seht, denn sie sind einfach eine andere Version von euch. Sie sind buchstäblich euer vergangenes Leben, eure Reinkarnation und wer ihr morgen sein werdet. Also, wenn ihr es braucht, verbreite Freundlichkeit, tu es, weil es das ist, was sie aufwecken wird. Du musst nicht leiden, um ein Problem zu lösen. Du kannst den Weg wählen, bevor du Situationen hast, die dich in diese Richtung zwingen, weil du diesen Weg gehen möchtest. Also warte nicht. Sei die Person, die du sein möchtest. Liebt einander, seid glücklich, denn hier seid ihr zum Spaß haben. Vielen Dank dafür. Ich schätze das sehr. Vielen Dank für dich. Wir schätzen dich auch. Lassen wir dich mit dem Licht und der Liebe von 1000 Söhnen zurück. Eine neue Nacht. Und sie ist zurück. Wie war das für deine Erfahrung? Versucht zu sehen, ob es Rückstände gab. Wasser. Ein Glas Wasser. Nun, ein Glas Wasser mit viel Salz. Salzwasser ist, was ich bekam. Salziges Wasser, ja. Und sonst noch etwas?
Nein, nicht wirklich. Vieles aus vergangenen parallelen Leben. Immer wenn Sie darauf eingehen, fühle ich das irgendwie jetzt, weil ich sehe dieses fast wie Licht, wie dasselbe Licht, das in alle möglichen verschiedenen Menschen strahlt. Es ist also dieselbe Essenz, die hineingeht. Und genau auf diese Weise wird es mir erklärt. Genau diese Sache. Naja, Vagabund. Die Gruppe ist faszinierend. Sie sind direkt und geschäftlich, machen keine Witze. Es gibt einige Kanäle, manchmal tun sie es. Sie tun es. Nun, in diesem Gespräch kamen Sie direkt auf den Punkt. Manche Kanäle sind viel verspielter, aber das, was aus dieser Sitzung herauskam, war ziemlich bemerkenswert. Und du wirst dich nicht erinnern, wenn du dieses Interview siehst, wirst du zurückgehen. Ich habe sehr harte Fragen gestellt. Ich habe einige harte Fragen gestellt, weil ich eine der Antworten sehen wollte. Und das, was ich an Kanälen immer liebe, wenn sie wirklich channeln, ist, dass sie nicht zögern. Richtig? Sie zögern nicht. Sie stocken nicht. Sie machen nicht. Wie in einem normalen Gespräch. Wenn du nicht channelst und nur eine verdammt gute Show abgezogen hast, muss ich dir sagen, oh ja, du solltest einen Oscar gewinnen, denn das ist nicht einfach. Ich habe fast 30 Jahre in der Filmindustrie gearbeitet, also verstehe ich den Prozess der Schauspieler und was es braucht. Persönlich. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht so schlau bin. Ich bin nicht so schlau wie Sie. Übrigens, du wusstest nicht, was die Fragen waren. Ich habe Fragen gestellt aus heiterem Himmel. Einige davon überraschten mich selbst, da sie mit einer Antwort reagierten. Da dachte ich, Moment mal, was ist das Multiversum? Kannst du das erklären und wie wir Parallelen ziehen und ähnliche Erfahrungen machen könnten? Und wie die Vergangenheit? Das waren Fragen, die ich nicht einmal aufgeschrieben hatte. Also stellte ich spontane Fragen, während ich ein Gespräch führte. Ich weiß nicht, wie du ihn nennen möchtest. Wir nennen ihn jetzt einfach mal ihn. Sie, was auch immer. Einige der besprochenen Konzepte, lass mich fragen. Kannst du einfach eine Frage stellen und eine Antwort erhalten oder musst du in Trance gehen? Ich habe ein wenig damit experimentiert und was ich mache, ist, dass ich eine Absicht setze, bevor ich mich hinlege oder so, und dann nehme ich mich selbst auf, wenn es zum Beispiel um die Covid-Sache geht, Impfung, keine Impfung, all solche Sachen. Ich war auf persönlicher Ebene wirklich ängstlich. Und so habe ich so etwas gemacht wie, Kate, lass mich wissen, was los ist. Natürlich sind sie universelles Bewusstsein, also werden sie nicht sagen, ja, nimm es nicht oder nimm es. So war die Antwort nicht, falls es jemanden interessiert. Wenn ich in Trance gehe, erhalte ich diese Art von fokussierter Antwort. In Gruppensitzungen ohne Interaktion gebe ich einfach das Thema vor, über das es cool wäre zu sprechen, und sie diskutieren dann eine Stunde lang darüber. Wenn ich eine Frage stelle, können sie Antworten finden oder jemand anders wird sie für mich stellen. Aber wenn du gefragt wirst, was ist der Sinn des Lebens und antwortest, ich habe es gerade herausgefunden, ist das nicht dein Prozess? Es ist faszinierend. Jeder Kanal ist so unterschiedlich in der Art, wie sie es machen. Manche Leute können rein und rausgehen in einen Kanal. Ich stellte eine Frage und sie ging rein, raus, wieder rein. Jede Frage, jede Frage. Ich dachte, das war wie, was? Es ist ein so interessanter und faszinierender Prozess. Das ist es wirklich. Aber einige der Konzepte, über die Sie gesprochen haben, das Große, das ich wirklich. Und ich würde gerne Ihre Gedanken dazu hören. Und übrigens, während dieser ganzen Sache, die Sie davon betroffen hat, hat sich Ihre Wissens- oder Erfahrungsebene beim Beantworten einiger dieser tieferen Fragen erweitert, rein. Dadurch, dass Sie ein Kanal sind und diese Informationen durch Sie kommen, auch wenn Sie sich nicht unbedingt daran erinnern. Im Prozess der Buchzusammenstellung musste ich alle Transkripte durchgehen, um herauszufinden, was wohin gehört. So hatte ich viel Kontakt mit dem Material. Aber von über 100 Sitzungen habe ich keine wieder angehört. Es gibt einfach so viel Inhalt. Seit dem Beginn des Channelings komme ich viel besser mit dem Leben zurecht und kann Dinge viel besser bewältigen. Und manchmal tauchen sie irgendwie nicht direkt auf.
nicht das Kind, das ich anfangen würde zu kanalisieren, aber ich spüre ihre Energie, wenn ich vom Kurs abkomme. Wenn ich in die Opferrolle verfalle oder glaube, ich sei machtlos, dann sagen sie, nein, das ist dumm. Und auch nur mein Verständnis und meine Offenheit gegenüber der Welt und mein Mitgefühl für andere Menschen und mein Verständnis für aktuelle Ereignisse und solche Dinge. Es ist jetzt sehr ähnlich zu ihrem Geschmack, während es vorher nicht so war. Früher war es so, okay, das ist Jazz und so bin ich. Dann kamen sie und ich dachte, was, über schlechte Dinge sprechen, die aus guten Gründen passieren. Aber das hat sich im Laufe der Zeit wirklich geglättet. Jetzt spüre ich ihre ganze Energie auf mir. Früher musste ich ins Gras gehen, um sie aus meinem System zu bekommen. Du bist etwas aufgedreht. Und das ist eine Frage, die ich gar nicht erwartet hatte zu stellen. Deshalb fand ich sie so interessant. Ich fragte, ob wir jemals in unserer Evolution schlauer oder verbundener waren als heute. Was hast du gedacht? Was glaubst du, ist die Lösung? Ich wäre mir sicher, aber ich weiß, dass wir Technologieüberreste haben und unerklärliche Dinge auf dem Planeten passieren. Aber das Interessante daran ist, nein, es ist so, dass es Taschen gab von fortschrittlicheren Menschen, aber sie konnten diese Informationen nicht weltweit verbreiten, wie wir es heute können. Zum Beispiel, das hier wird weltweit gehört werden. Jeder hat Zugang dazu, wo früher, wenn du im Amazonas warst, Pyramiden baute, konnten die Pyramidenbauer dort nicht mit denen in Ägypten sprechen. Nein, genau, richtig. Diese Verbindung gab es früher nicht. Aber das ist das erste Mal in unserer Geschichte als Spezies, dass wir kollektiv entscheiden können, wie man einfach in Kaninchenlöcher abtaucht. Das ist so. Also, Jesse, ich werde dir ein paar Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wie definierst du ein gutes Leben? Nichts hinzuzufügen, was dir nicht dient. Richtig. Also loslassen von allem Überflüssigen, nicht nur physisch. Es gibt viele Dinge, die Freude bringen, aber wir müssen nicht all das Drama, den Stress und die Anspannung behalten. Vieles können wir einfach loslassen, um Platz für das Wesentliche zu schaffen. Also ich bin wirklich ein Freund des Friedens und keinen Ärger zu haben. Für mich ist das ein gutes Leben. Fair genug. Ja, das ist ein guter Ort. Es ist ein guter Ort. Wie definierst du Gott? Ich muss mit dem überwältigenden Gefühl gehen, dass alles, was ist, es ist überall. Es ist alles und weißt du was? Es ist eigentlich mehr als alles. Das ist mir gerade eingefallen. Es ist die Erkenntnis, dass es alles ist. Du bist mit Gott. Wenn du sehen kannst, dass Gott überall ist. Tolle Antwort. Was ist der ultimative Lebenszweck? Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, eine gute Zeit zu haben. Also Spaß haben. Ich denke wirklich, wir sind hier, um Freude zu erleben und um das zu erfahren. Spielen mit der Tatsache, dass wir hier sind, als ein bestimmtes Individuum. Wir sind hier, um zu sein, wer wir sind. Genau. Und vielleicht ist der Zweck wirklich, so nah wie möglich daran zu kommen, sich mit sich selbst im Einklang zu fühlen. Wie möglich, denn dann wirst du Freude haben und du kannst der sein, der du hier sein solltest. Und das ist wirklich der Punkt, denke ich. Und wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Okay, Sie können auf meine Website gehen. Das ist www.jphermanhermann.com. Ich habe auch 2 Bücher auf Amazon. Wenn Sie nach JP Herman suchen, finden Sie beide Vagrian-Bücher. Vagrian-Suche endet, wenn das Teilen beginnt. Und Vagrian-Einsichten, das sind also 2 gechannelte Bücher. Ich möchte nicht zu viel Anerkennung dafür beanspruchen, außer dass ich sie zusammengestellt habe. Und ich bin auf Instagram Jessica Hermann mit CK. Also habe ich all diese verschiedenen Orte. Haben Sie abschließende Worte für uns? Wissen Sie, ich weiß nur, dass es wirklich harte Jahre waren. Jeder spürt es. Jeder weiß es auf kollektiver Ebene, auf persönlicher Ebene. Erinnere dich daran, dass du zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte hierher gekommen bist, nicht weil du ein Opfer schlechten Timings bist. Du bist hier, weil du jetzt hier sein wolltest, richtig? Also
Du weißt vielleicht noch nicht, was der Grund dafür ist, aber wir haben sozusagen Plätze in der ersten Reihe für unser Leben. Das ist, wofür du hierher gekommen bist, um zu sein. Also versuche es ein wenig zu genießen, auch wenn es voller scheinbarem Leid. Jesse, vielen Dank, dass du in die Sendung gekommen bist. Es war ein Vergnügen, mit dir und Vagarin zu sprechen. Ich schätze alles, was ihr für die Welt tut. Also, danke. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein kann. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren, und vergessen Sie nicht zu abonnieren.